Es ist Samstag, 7 Uhr früh. Ich konnte gestern nicht so gut einschlafen und heute auch nicht so lange ausschlafen, weil ich total aufgeregt war und immer noch bin. Es hat nicht so viel mit dem Stricken zu tun, aber mir ist gestern was total Tolles passiert, was ich euch gerne am Ende dieser Folge erzähle. Es hat ein bisschen mehr mit diesen blauen Flecken zu tun, die ich immer freiwillig auf meinen Beinen habe. Also, wenn du wissen willst, was mir Tolles passiert ist, was mich so glücklich stimmt, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dabei. Willkommen zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und heute begrüße ich dich von meinem Sofa. Hier sitze ich immer und stricke. Diesen Ort habe ich jetzt noch nicht so in seiner Gänze auf YouTube im Internet gezeigt, aber hier sitze ich auf jeden Fall immer und ich habe hier so ein aufblasbares Kissen in meinem Rücken, das hilft mir beim gerade Sitzen, dass mein unterer Rücken gerade ist und ich dann dadurch meine Schultern entspannt habe. Dieses Kissen, das ist eigentlich ein Design von mir, das ist der Emily Pullover. Der ist leider, das war Version 2, den Pullover habe ich nämlich dreimal gestrickt. Das war der zweite, der ist leider in der Waschmaschine zu heiß gelandet. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall ist er offensichtlich gefilzt, geschrumpft und der ist jetzt zu einem Kissen mutiert und die Ärmel helfen mir, um meinen Ellenbogen so abzustützen. Hier sitze ich also immer und gehe meinen wolligen Aktivitäten nach. Heute wird, glaube ich, eine etwas längere Folge, denn ich habe ganz viel für euch mitgebracht. Ich bin gerade total poly unterwegs und habe super viele Projekte. Willkommen auf meinem mehrsprachigen Channel Stricken mit Calypso. Mein Name ist Calypso Citlali. Ich bringe dir meine Passion, das Stricken näher und wünsche mir, dass du deine kreative Stimme beim Stricken findest. Komm auf meine wunderbaren Reisen mit und lass dich von mehreren Kulturen und Orten inspirieren. Entfalte deine Kreativität mit mir und entwickle dich zu einer extraordinären Strickerin. Auf geht's! Du findest meine Designs auf meiner Website. Außerdem wird auf meinem Channel auch Wolle gesponnen. Lass mir ein Abo da und stelle deine Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich sehr auf dich. Ich möchte anfangen mit einem UFO, das ich euch in der Folge 33 das erste Mal vorgestellt habe. Schaut also gerne im Anschluss die Folge 33, denn da erzähle ich ein bisschen mehr die Vorgeschichte und ich möchte jetzt nicht nochmal ganz ins Detail eingehen, weil dieses Video sonst viel zu lang wird. Und deswegen springe ich gleich zu meinem ersten und so gut wie einzigem ewigen UFO, das eben viele Jahre bei mir in der Schublade lag. Und das ist dieser Pullover hier. Und ich möchte sagen, ich finde das komplett unterschiedlich wie das hier. Ich habe nämlich gerade vergessen zu sagen, ich trage gerade den Flowering Cardigan. Das ist ein Design von mir, den ich letztes Jahr in Kollaboration gemacht habe mit Manos del Uruguay. Und danach zeige ich euch später in dem Abschnitt Kunstwerke noch, dass ich ein Twinset, noch ein passendes Top dazu gemacht habe. Und wenn ihr eben springen wollt, findet ihr auch die Kapitel in der Infobox und alle Informationen, Kontaktdaten und so weiter. Ihr findet alles in der Infobox und eben auch die Kapitelübersicht, sodass ihr auch zu anderen Kapiteln springen könnt. Und ich finde eben so toll, dass man am Stricken so viele unterschiedliche Sachen machen kann, denn das hier hat absolut nichts mit dem hier zu tun. Diese Teile sind komplett unterschiedlich und das finde ich eben spannend am Stricken, dass man so kreativ sein kann und so viele unterschiedliche Sachen machen kann, dass es einfach auf keinen Fall langweilig wird. Dieses Teil habe ich also vor fast 10 Jahren angefangen und ich hatte eben diese Seite schon gestrickt mit den Zöpfen und dieses Teil ist aus komplett handgesponnenem Garn. Dieses Garn habe ich komplett selber an meinem Spinnrad gesponnen. Damals war ich noch nicht so geübt mit Spinnen am Spinnrad, trotzdem ist das Garn ziemlich gleichmäßig geworden, finde ich. Und es ist 100% gekämmtes Merino-Garn und ich habe mir damals diese Farben ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was bei diesem Orange in mich gefahren ist. Auf jeden Fall ist das ziemlich prominent, dieses Orange. Und ich finde ziemlich cool dieses Colorwork, das ich hier oben gemacht habe. Aber damals hatte ich noch nicht so viel Übung mit Colorwork, deswegen ist es nicht so glatt geworden. Ich habe das schon gewaschen und gespannt, deswegen ist das hier, hat jetzt schon seinen finalen Look erhalten. Und es gefällt mir sehr gut. Ich finde, das fällt sehr schön, dieses Merino. Es ist ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass das trotzdem eine schöne Form behalten wird, aber dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich eben sagen, dass hier vorne dieses Colorwork, was ich gemacht habe, eben ein bisschen wellig ist und obwohl ich es eben schon gewaschen und gespannt habe, ist es hier nicht so ganz glatt geworden, weil ich eben die Fadenspannung hinten der verschiedenen Farben nicht so gut gemacht habe, aber ich finde es
eigentlich ganz interessant. Es gibt diesem Pullover jetzt noch ein bisschen Textur hier vorne und ja, weil es eben ein bisschen wellig ist und nicht so schön glatt geworden ist, wie eben die andere Seite, die ich jetzt in den letzten Wochen gestrickt habe. Ich habe dieses Teil also hier oben angefangen, runter gestrickt und in den letzten Wochen habe ich ab diesem Lila dann weiter gestrickt, die Ärmel gestrickt und das ganze Vorderteil. Hier habe ich eben auch Colorwork gemacht, aber man sieht den Unterschied, wie unsauber die Fäden hier sind und wie sauber ich die Fäden hier gemacht habe auf dieser Seite, weil ich jetzt Colorwork sehr gut kann und damals eben noch nicht so gut konnte. Auf jeden Fall sieht die andere Seite so aus und man kann es also auf beiden Seiten tragen, so rum, nur mit Colorwork oder so und dann noch so die Zöpfe hier vorne, die ich noch gemacht habe, auf die ich jetzt auf der anderen Seite keine Lust mehr hatte, die zu machen. So. Dann habe ich hier drumherum Maschen aufgenommen, um den ganzen Halsausschnitt und diesen Kragen gestrickt. Ich musste auch ziemlich viele Maschen abnehmen. Und er ist schon ein bisschen schwer und er hat eben keine Nähte an den Schultern und Nähte sind eben gut, um damit Kleidungsstücke sich so tragen und auch eine gute Form, eine gute Struktur haben. Aber ich glaube, der Halsausschnitt wird das kompensieren, weil ich hier eben drumherum Maschen aufgenommen habe und dann Maschen auch abgenommen habe, weil ich zu viele hatte. Also der Halsausschnitt war ziemlich weit. Und diese dicken Rippen, die werden auf jeden Fall helfen, um das Ganze hier schön gut, dass es hier gut hält und gut steht am Körper, obwohl es eben keine Schulternähte hat. Also scheut euch nicht vor Nähten. Nähte haben auf jeden Fall eine Funktionen und sind sehr nützlich. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, Strickteile zusammenzunähen, aber es hat auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, es ist noch ein bisschen schmal, deswegen werde ich hier an den Seiten noch was dazu stricken, so wie bei meinem Cardigan Folie Bleu. Folie Bleu ist ein Cardigan, den ich aus Resten gestrickt habe, über den ich auch ein Tutorial gemacht habe, den ihr euch gerne anschauen gehen könnt. Es würde so schon passen, aber ich fände es ein bisschen schmal und dadurch, dass es so ein kastiges Ding ist, finde ich schon, dass ich hier noch ein paar extra Zentimeter brauche, damit es wirklich gut aussieht und gut sitzt und dann kriegt es auch nochmal extra ein bisschen Struktur. Das heißt, hier werde ich nochmal Maschen aufnehmen und an den Seiten ein paar Zentimeter in diesem Braun stricken, denn ich habe nur noch das hier übrig, dieses Braun und so ein ganz kleines bisschen Orange. Ich hatte noch überlegt, das hier dazu zu nehmen, das habe ich auch selber gesponnen, aber davon habe ich circa drei Stränge oder 4, auf jeden Fall genug, um ein gesamtes Projekt zu machen und dieses Garn ist auch etwas dünner und ich finde, das hier sieht schon so ziemlich crazy aus, deswegen habe ich mich jetzt doch dagegen entschieden, noch diese Farben dazu zu nehmen. Das habe ich auch selber gesponnen und es ist auch etwas dünneres Garn, das hier im Vergleich zu dem hier, deswegen werde ich das jetzt doch nicht dazu nehmen. Weil das hier stricke ich mit circa, ich glaube, 5 oder 6 mm Nadeln, was für mich auch eher ungewöhnlich ist. Normalerweise stricke ich eher mit dünneren Nadeln, aber es hat mir jetzt auch Spaß gemacht, mit etwas dickeren Nadeln zu stricken, vor allem weil es auch ziemlich schnell geht. Aber ich finde es persönlich ein bisschen anstrengender, in den Fingern mit dicken Nadeln zu stricken, als mit dünnen Nadeln. Würde man vielleicht nicht denken, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Und genau, das heißt, hier an den Seiten werde ich eben noch so kleine Einsätze machen mit diesem Braun und die Ärmel können auch nicht so bleiben, die sind so viel zu kurz und so ein dicker Winterpullover mit so kurzen Ärmeln, ja, weiß ich nicht, kann man schon machen, aber hier habe ich jetzt keine Lust drauf und also man kann den so rumtragen oder so rumtragen und ich werde eben erst diese Seiten machen und dann die Ärmel noch in diesem Braun, weil andere Farben habe ich jetzt nicht, anderes Garn habe ich jetzt nicht mehr und ich werde jetzt auch nichts Neues noch extra dazu verspinnen. Deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Braun ist jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe, obwohl es so ein schönes Schoko-Dunkelbraun ist. Aber ich finde, es steht mir jetzt nicht so super gut. Es werden jetzt wahrscheinlich auch so 3/4 Ärmel, weil, mehr Garn habe ich einfach nicht. Also, ja, es wird halt einfach, wie es wird. Und ich finde das Ding super knallig. Ich fände es cool, wenn euch ein Name für diesen Pullover einfällt, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Denn mir fällt kein Name ein, aber ich würde es gerne taufen. Dieser orangene Kragen, ich weiß echt nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ja, ich habe einfach mit dem gearbeitet, was ich halt habe und gemacht habe. Und ich finde, diese Farben passen schon ziemlich gut zusammen.
aber es ist schon sehr gewagt. Also ins Büro werde ich es wahrscheinlich nicht anziehen, aber ich werde es auf jeden Fall tragen, weil er mir schon gefällt und ich den schon ziemlich ausgefallen und ziemlich cool finde. Aber ja, genau, was haltet ihr also von diesen braunen Ärmeln? Und ja, ich werde es gerne einfach verbrauchen, damit ich nichts mehr übrig habe. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch ein Name einfällt zu diesem improvisierten, handgesponnenen Crazy Pullover. Vielleicht Crazy Pullover? Könnte vielleicht ein passender Name sein. Das nächste UFO ist das hier. Das ist ein super schöner Intarsia Loop, den ich jetzt fertig gestrickt habe. Ich hatte euch in der vorletzten Folge Nummer 32 den gezeigt und jetzt ist er fertig. Ich bin ganz, ganz froh darüber. In den Kommentaren wurde vorgeschlagen, dass ich das Teil zusammenhäkeln kann. Das habe ich auch gemacht, aber es war wie Tetris. Ich bin nicht drauf gekommen, welche Kante ich zuhäkeln muss oder zunähen muss, damit ich den Loop so habe. Weil wenn man das nämlich von der linken Seite, also rechts auf rechts legt und das dann zusammenhäkelt oder zunäht, dann muss man, ich weiß nicht welche Kante zunähen, dass wenn man das umdreht, dass es dann auch so rauskommt. Auf jeden Fall habe ich es zugehäkelt und ich habe es falsch zugehäkelt. Das heißt, ich habe es dann umgedreht und ich hatte die falsche Kante zusammengehäkelt, sodass ich dann alles wieder aufmachen musste und die Geduld verloren habe, dieses Tetris zu verstehen. Also habe ich das von außen jetzt einfach zusammengenäht, so ganz, ganz schnell und diese Naht wird auf jeden Fall ausreichend sein. Das ist jetzt keiner großen Strapazieren ausgesetzt und man sieht die Naht auch kaum. Deswegen bin ich jetzt zufrieden damit. Ich wollte eben nicht so viel Zeit darin investieren. Das mit dem Häkeln war eine gute Idee, aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt an dem Tag, weil meine Logikfähigkeit nicht so ausgeprägt. Und ja, deswegen, es passt jetzt so. Ich finde, der ist super schön geworden. Den habe ich aus einem Sandnest Garn gestrickt. Tin Pure Gint heißt dieses Garn. Das waren Reste, also Reste, das war ziemlich viel für Reste. Aber genau, ich habe das eben passend gestrickt zu diesem Pullover, den ich vor 2 Jahren schon gemacht habe. Und zurzeit sehe ich den ganz viel an, weil die Temperaturen ein bisschen angenehmer sind. Und das ist ein Pullover mit Intarsia, den man auch auf beiden Seiten tragen kann. Also so rum oder so rum. Und ich mag diesen Pullover total gern. Ich finde den super ausgefallen und er hält nicht zu warm, er ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Und ich mag die Ärmel auch gerne, dass sie so ein bisschen ausgestellt sind, ein bisschen A-förmig. Und das Coole ist auch eben das Intarsia überall. Dieses Teil habe ich spontan gestrickt und hatte eben noch ziemlich viel übrig und habe dann passend diesen Loop dazu gemacht, weil der Ausschnitt an diesem Pullover auch ziemlich weit ist und vielleicht möchte ich eben nicht, dass mir kalt am Hals wird, also habe ich jetzt einen passenden Loop dazu, den ich ganz, ganz toll finde und ein UFO weniger, weil das lag nämlich auch ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr lang herum und jetzt habe ich das endlich fertig. Ich habe es auch schon 1-2 Mal getragen, passend zu meinem Pullover. So würde das also aussehen. Zack, zack. Und gehen wir schnell weiter zu dem nächsten. Das waren eigentlich meine UFOs. In dem Video zeige ich euch noch ein paar andere Sachen, die ich aber streng genommen jetzt nicht als UFO bezeichnen würde, weil das einfach Projekte sind, die langwierig sind und ich die jetzt nicht vergesse. Das einzige wirkliche UFO war der erste Pullover, den ich euch gezeigt habe. Aber gehen wir weiter zu dem nächsten Teil, beziehungsweise Garn. Ich war beschäftigt damit, das komplett aufzuziehen. Ich hatte nämlich einen Bolero gestrickt, der dann aber gewachsen ist, weil das hier Superwash Garn ist. Und ich hatte den damals gestrickt, als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte und vor allem keine Erfahrung mit Superwash. Und es war so furchtbar gewachsen, dass ich das dann nicht mehr getragen habe. Auf jeden Fall, wie ihr seht, man kann Pullover, die einem nicht mehr gefallen oder aus irgendeinem Grund, die man nicht mehr haben möchte, kann man das Garn wieder aufziehen. Es kann sein, dass man ein bisschen was verliert. Ich habe jetzt irgendwann die Geduld verloren und auch ein paar Teile einfach weggeschnitten. Aber ich habe auf jeden Fall ziemlich viel Garn zurückgewinnen können. Es reicht auf jeden Fall für etwas Kurzärmeliges oder eine Weste oder so ähnlich. Und da ich dieses Garn jetzt gewaschen habe, mehrmals in der Waschmaschine oder doch nur von Hand? Ich glaube, ich habe es sogar in der Waschmaschine gewaschen. Und von Hand. Weil ich wollte nämlich, dass es wirklich endgültig
wächst und wenn ich jetzt noch mal was Neues daraus stricke, ich dann nicht nochmal eine Überraschung erlebe, dass es immer noch weiter wächst. Also gehe ich davon aus, dass es jetzt so bleibt und ich möchte wahrscheinlich für eine Freundin was daraus stricken. Sie hat das Garn aber noch nicht gesehen. Ich habe ihr davon erzählt. Aber sie ist eine Freundin vom Kampfsport. Über Kampfsport spreche ich eben nachher noch ein bisschen. Und sie trägt aber fast nur schwarz. Und mit schwarz werde ich auf keinen Fall stricken. Ich weiß, dass es welche gibt, Strickerinnen, die mit schwarz stricken. Bei mir kommt schwarz stricken nicht in Frage. Ein bisschen, also dunkelblau habe ich schon gemacht, so dunkle Farben schon. Aber schwarz, also ich möchte nicht meine Augen mehr belasten als notwendig. Außerdem trage ich kein Schwarz. Punkt. Also schwarze Hosen schon mal. Oder zum Sport machen trage ich gerne schwarz. Also ich trage nicht kategorisch kein Schwarz, aber in meinem Alltag, ins Büro, wenn ich mich mit Leuten treffe, was unternehme oder so, trage ich kein Schwarz oben herum. Ich habe keine schwarzen Jacken, außer eine schwarze Lederjacke. Bei mir gibt es bunt, viele Farben. Und ich habe auch vor, ein Video über Superwash Garn zu machen. Was hat Superwash auf sich? Was muss man da beachten? Welche Vor- und Nachteile hat Superwash? Ich bin eher kein Fan von Superwash, das kann ich euch vorweg schon mal sagen. Ich vermeide Superwash die meiste Zeit. Das hier zum Beispiel ist auch Superwash Garn von dem Flower Rain Cardigan. Das war aber eine Kollaboration, deswegen, ja, ich hatte einfach die Auswahl, die ich hatte und dann ist es einfach ein Superwash Garn geworden. Es ist nicht so, dass ich Superwash kategorisch ablehne. Es hat schon seine Vorteile, aber ich versuche es schon in meiner persönlichen Auswahl eher zu vermeiden. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch interessiert, dass ich ein Video über Superwash-Garne mache. Ich habe bereits ein Video gemacht über Garn-Eigenschaften, Wolleigenschaften, das heißt synthetische vs. Naturfasern. Da erläutere ich eben die Vor- und Nachteile von synthetischem Garn, also Kunstfasergarn, und natürlichen Fasern, sowohl pflanzliche als auch tierische Fasern. Und vergleicht ein bisschen, setzt so ein bisschen gegenüber und dann könnt ihr selber für euch dann entscheiden, womit ihr am liebsten stricken wollt. Nächstes Teil. Wir bleiben beim Garn, denn ich habe ganz viel gesponnen und schaut mein Video 33, wenn ihr eben die Vorgeschichte wissen wollt. Ich habe mein Garn fertig gesponnen für mein Projekt für den Pullover von Tudor Roses. Das wird das erste Mal, dass ich einen Pullover nach Anleitung stricke oder es versuche mit einem Garn, das ich selber gesponnen habe. Ich habe dieses Garn fertig gesponnen und ich habe dazu noch eine gelbe Kontrastfarbe, die ich in Video 33 zeige. Das Garn hat jetzt eine Weile geruht auf der Spule. Ich habe insgesamt 3 Spulen noch gemacht. Das ging jetzt doch noch ziemlich schnell. Ich habe einfach Gas gegeben und mich konzentriert und es fertig gesponnen, das, was ich noch fertig spinnen wollte und wollte es euch so nochmal zeigen. Auch muss man, wenn man Garn verspinnt, es auch ein paar Tage ruhen lassen, also nicht direkt verzwirnen, sondern das Garn einfach lassen, dass es sich so ein bisschen an seine neue Form gewöhnt, die Faser, dass sie sich so ein bisschen einfinden, unter Spannung zu sein und wieder entspannen sozusagen. Deswegen ist es jetzt auch schon seit 1-2 Wochen auf der Spule und ich habe gewartet. Ich wollte erst dieses Video aufnehmen und euch das zeigen, bevor ich das eben verzwirne und das Garn fertig mache für mein Projekt. Und ich bin ganz gespannt, ob das funktionieren wird, weil es wird das erste Mal, dass ich eben eine feste, vorgegebene Anleitung, ein vorgegebenes Design mit meinem handgesponnenen Garn stricke. Ich hoffe, dass die Maschenprobe einigermaßen passen wird. Wenn nicht, dann mache ich dann doch was anderes daraus, aber ich werde es auf jeden Fall versucht haben. Und bleiben wir beim Spinnen. Ich hatte aktuell kein mobiles Strickprojekt und ich habe auch neue Fasern geschenkt bekommen, die ich euch in Folge 31, glaube ich, gezeigt habe. Die will ich gerne bald verspinnen, weil die so schön sind und ich werde die wahrscheinlich an der Handspindel verspinnen. Das ist also eine Handspindel. Mein Magen knurrt, ich habe noch nicht gefrühstückt. Und dann habe ich meine Handspindel gesucht und in meinem süßen Projektbeutel gefunden. Das ist ein Projektbeutel, also einfach ein Beutel mit Reißverschluss aus Mexiko, der von Hand gewebt wurde. Da habe ich immer mein Handspindelprojekt drin. Wenn ihr mehr wissen wollt über Textilkunst aus Mexiko, habe ich mehrere Videos. Video Nummer 31 auf jeden Fall und mein Frohes Neues Jahr Video. Da habe ich einige Handarbeitskünstlerinnen in Mexiko interviewt, weil wir da sehr, sehr, sehr schöne Sachen machen in Mexiko.
Auf jeden Fall ist da drin meine Handspindel. Ich habe die gesucht und ich hatte dieses Projekt vergessen. Und jetzt bin ich so, bevor ich etwas Neues anfange zu verspinnen, muss ich das hier fertig machen. Und ich bin schon ganz schön vorangekommen. Ich habe nur noch das übrig an Fasern. Ich glaube, das sind Kamelfasern, aber ich habe das hier, ich weiß nicht wann, angefangen zu verspinnen. Deswegen habe ich keine Ahnung, habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Ich versuche es mir aufzuschreiben bei den Fasern zum Verspinnen, irgendwo auf einen Zettel, was für Fasern das sind, weil sonst vergesse ich das. Das hier ist Coburger Fuchs, aber es ist kein Fuchs, also nicht verwechseln. Es ist eine Schafrasse, die Coburger Fuchs heißt und ich glaube, es ist sogar eine deutsche Schafrasse. Und das gelbe Garn, das ich als Kontrastgarn zu dem verwende, ist einfaches Merino. Das hier ist, glaube ich, Kamel. Von seiner Textur her ist es ziemlich plausibel, dass es Kamel ist und von seiner Farbe her auch. Und ich glaube, ich hatte wirklich das ausprobieren wollen, Kamelgarn. Und ich hatte schon das hier versponnen, ich weiß nicht wann. Und jetzt habe ich in den letzten paar Wochen eine ganz schöne Kugel noch hinbekommen an handgesponnenem Garn auf der Handspindel. Deswegen werdet ihr mich jetzt auch in Videos sehen, in kommenden Videos auf meinem Channel, wo ich euch andere Themen erzähle, über andere Sachen spreche und nebenbei auf der Handspindel arbeite. Und das ist eben aktuell so mein mobiles Projekt. Und mir fehlt jetzt nur noch dieses bisschen. Ich habe keine Ahnung, was ich daraus machen werde, aber ich glaube, vielleicht bin ich in 2 Wochen ungefähr fertig mit dem Verspinnen. Es ist ein einfädiges Garn im Moment, klar, an der Handspindel. Nach dem Verspinnen ist es erstmal einfädig. Es kann sein, dass ich das verzwirnen werde, aber die Fäden sind halt nicht so lang. Also man verspinnt halt so ein paar Gramm, ich weiß nicht wie viel, und dann hat man halt hier ein paar Meter drauf. Ich glaube, es wäre sogar schlau, das mit einem Garn zu kombinieren, das ich am Spinnrad gesponnen habe, wo eben nicht so viele Unterbrechungen sind, um das hier ein bisschen zu verstärken. Ich finde, es wird auf jeden Fall sehr schön und ich habe auch gemerkt, dass ich immer schneller geworden bin an der Handspindel. Das war's mit dem Spinnen, mit den Spinnprojekte und Strickprojekte, die ich mit handgesponnenem Garn mache. Und ich finde es auch ganz cool, in der Öffentlichkeit mit der Handspindel Wolle zu spinnen. Wir bleiben beim Abschnitt Schäfchen, denn ich bin gerade ultra polygam unterwegs. Ich habe ganz viele Projekte. Ich möchte euch ein Projekt zeigen, das ich jetzt über längere Zeit schon stricke. Das stricke ich schon bevor ich nach Mexiko geflogen bin, weil ich diesen Winter 3 Monate in Mexiko war und ganz viele Videos auch über meine Reisen gemacht habe in Mexiko, die ihr gerne hier auch auf meinem Channel schauen könnt und die nach und nach hier noch veröffentlicht werden. Ich habe gerade dieses Projekt. Ich finde es schön, dass man so Projekte hat, die man auch über längere Zeit macht. Ich finde, das ist so ein Projekt, das ich gerne so ein bisschen weglege, ein paar Monate und dann später nochmal daran weiter stricke und beobachte, wie schön es wächst, weil es ziemlich dünnes Garn ist, es ist Mohair. Ich habe auch eine Demo gemacht, ein Demo-Video, wo ich zeige, wie ich dieses Lace-Muster stricke. Das hier ist also der Rücken und das ist ein Garn von Feliz y Punto. Das ist Mohair und das andere ist super luxuriöses, ich glaube es war Leinen mit Seide und noch irgendwas. Auf jeden Fall sehr, sehr luxuriöse Sachen, die ich auf meiner Reise zum Barcelona Knits Festival gekauft habe. Und das ist hier der ganze Rücken. Und Bluse, weil ich vorne, glaube ich, mir ein etwas spezielles Konstruktion ausgedacht habe, weil ich nämlich die Maschen hier auf der Seite aufgenommen habe und dann hier so seitlich die beiden Vorderteile stricke. So ist es also. Und hier habe ich eine kleine Schräge mit verkürzten Reihen gemacht. Das rollt sich jetzt gerade ein bisschen ein. Und ich habe die Maschen hier oben jetzt aufgenommen und muss jetzt hier Lace stricken. Deswegen habe ich gerade eine Pause gemacht, weil ich dieses Lace-Muster schon länger nicht mehr gestrickt habe und ich dafür auf jeden Fall ein bisschen Konzentration, Ruhe und Entspannung brauche, um mich da wieder reinzudenken. Es wird, glaube ich, schon für diesen Sommer fertig, dass ich das jetzt so im Sommer tragen werde. So sieht es gerade aus. Diese Vorderteile habe ich eben fertig hier und ich finde, das ist eine ganz spannende Sache. Es wird eine ganz schöne Bluse und dann kommen dann auch noch lange Ärmel hier dran. Ich finde, das wird ein sehr ausgefallenes und sehr elegantes Teil. Auf jeden Fall ein spezielles Unikat. Und das meinte ich eben im Vergleich zu dem Pullover, zu diesem knallbunten Pullover, den ich euch ganz als erstes gezeigt habe. Und dieses Teil, da liegen ja Welten dazwischen. Das ist ja komplett anders als der Pullover aus handgesponnenem Garn, der so knallbunt ist mit Colorwork. Und das hier ist eben so ein ganz, ganz feines Lace mit super feinem Garn. Und
dieses schöne Farbverlaufsgarn, das so super romantisch und elegant ist und das ist komplett anders als dieses super knallige, super in your face, super bold, komplett anders und das finde ich eben schön und spannend am Stricken, dass man das machen kann. Ich habe jetzt noch ein Schäfchen, das ich letzte Woche angefangen habe. Ich wollte nämlich etwas machen zum Entspannen und wo ich nicht so viel nachdenken muss. Und ich habe mir eben auch auf diesem Barcelona Knits Festival 2023 dieses super schöne Suri Vega Knits Naturally Hand-Dyed Fibers gekauft. Das ist ein Garn 50% Alpaka. Suri Alpakas ist eine andere Art von Alpaka. Die sind ein bisschen flauschiger, noch weicher, noch luxuriöser und 50% Merino. 300 Meter auf 100 Gramm. Es ist ein sehr schönes Garn, sehr elegant, sehr luxuriös. Ich wollte nämlich etwas ein bisschen diskreteres oder etwas einfach in einer neutralen Farbe, damit ich mehr Auswahl habe beim Kombinieren. Denn wenn ihr mir länger folgt, dann wisst ihr, dass ich ganz viele knallbunte Sachen habe und überhaupt nicht Basics stricke. Und deswegen brauche ich so 2, 3 Basics. Und ich bin eigentlich nicht so die Basic-Strickerin, die so schlichte Sachen strickt. Deswegen fehlt mir das aber dann auch in meinem Kleiderschrank und wenn ich mich dann anziehe zum Kombinieren, fehlen mir dann manchmal diese Basic-Teile. Also habe ich ganz viel auf Ravelry gesucht und hier ist auch eine Maschenprobe. Ich empfehle euch immer eine Maschenprobe zu machen, bevor ihr ein Kleidungsstück anfangt zu stricken. Es ist super wichtig, um zu wissen, welche Nadel passt zum Beispiel gut. Hier habe ich ja erst dünnere Nadel verwendet, aber ich mochte dann nicht, das Garn ist dann konnte nicht so schön entspannen und nicht so schön zur Geltung kommen. Deswegen habe ich dann eine etwas dickere Nadel genommen, um das zu stricken. Es ist also wichtig, eine Maschenprobe zu machen. Und ich stricke damit also den Charlie Pullover. Ich gebe euch alle Informationen in der Infobox und in der Infobox findet ihr auch immer die Kapitel bei allen meinen Videos. Das heißt, ihr könnt auch Dinge überspringen und zu dem Kapitel gehen, den ihr euch anschauen wollt. Und ihr findet alle Informationen zu diesem Video über mich, meine Kontaktdaten und auch meine anderen Social Media Sachen findet ihr immer alles in der Infobox. Auf jeden Fall wollte ich eben ein etwas mehr basic, schlichteres, elegantes Teil stricken und habe mich für diesen Charlie Pullover entschieden. Gerade habe ich den Kragen fertig. Es ist also ein Pullover mit einem großen Polo-Kragen. Das fand ich ziemlich cool. Das ist eigentlich das Interessante an diesem Design, ist dieser dicke Polo-Kragen. Und es ist super elegant. Ich habe aber nur 4 Stränge insgesamt. Das heißt, ich habe weniger als für die kleinste Größe vorgesehen ist. Es gibt XS und S und so weiter. Und ich stricke Größe S, also auch eher klein. Ich habe eher klein berechnet. Der Pullover hat auch ziemlich viel Bewegungsspielraum und ich möchte nicht so einen super weiten Pullover. Wahrscheinlich werde ich den anpassen. Die Ärmel sind auch super weit wie bei dem Cardigan, wo ich einfach gerade Ärmel gemacht habe. Und die zwar super elegant sind, aber ich habe nicht so viel Garn und ich möchte, dass dieser Pullover hier auch eher ein bisschen praktisch ist. Deswegen werde ich die Ärmel auch nicht so weit machen, sondern werde Abnahmen machen und hier so eher ein enges Bündchen machen. Also ich werde auf jeden Fall Modifikationen vornehmen. Aber ich wollte eben gerne diesen dicken Polo-Kragen hier stricken und ich glaube, der wird ganz cool. Ich kann dann jetzt bin ich hier fertig, ich kann die Maschen abketten, so italienisch abketten mit der Wollnadel und dann werde ich hier unten die Maschen, die stillgelegt sind, wieder aufnehmen und den Rest stricken. Die Anleitung ist super gut geschrieben. Ich empfehle immer, eine Anleitung komplett zu lesen, bevor man anfängt, etwas zu stricken. Diese Anleitung ist aber so lang, es sind so 16 Seiten oder sowas, dass ich keine Lust hatte, das zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob die so viele Seiten hat, weil die Schrift so groß ist. Also bei meinen Einleitungen ist die Schrift ein bisschen kleiner. Hier habe ich es jetzt nur so zum Teil gemacht, weil die Anleitung einfach so lang ist. Aber die ist wirklich super gut mit Videos und Schritt für Schritt, Reihe für Reihe beschrieben. Also man kann da wirklich nichts falsch machen. Und bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Das hier hat 2 Lagen, also man macht hier Double Knitting. Das hatte ich schon mal gemacht. Double Knitting macht man eigentlich eher, wenn man mit 2 Farben stricken möchte und jetzt auf der einen Seite eine Farbe haben möchte und auf der anderen Seite eine andere Farbe. Und dann kann man auch so Muster reinstricken. Zum Beispiel, wenn diese Seite jetzt lila wäre und diese Seite weiß, dann könnte ich auf dieser Seite weiß als Hintergrund haben und dann zum Beispiel lila Sterne und auf dieser Seite lila als Hintergrund und dann weiße Sterne. Dafür ist Double Knitting auch gedacht, oder man kann eben so einen doppeldicken Kragen machen, der dann auch richtig steht und eine gute Form hat, also einfach
Statement-Kragen machen. Und das wollte ich wissen, wie sie das gemacht hat. Und das finde ich cool. Es ist wirklich nicht einfach und wirklich nicht schwer. Und ihre Anleitungen sind super. Die Videos, die dazu sind, die Tutorials sind auch super. Und ich muss sagen, hier freue ich mich auf dieses glatt rechts stricken, weil es wird von oben nach unten gestrickt. Und ich freue mich auf dieses Mehr an glatt rechts Maschen. Ich habe es wie gesagt nicht ganz gelesen, aber ich gehe davon aus, dass man den Körper in der Runde einfach rechts strickt und ich freue mich darauf, dass ich einfach nur rechte Maschen stundenlang und darauf habe ich gerade richtig Lust. Aber dafür muss ich erst die ganze Schulterpartie und alles machen. Bis jetzt empfehle ich euch auf jeden Fall diese Anleitung und ich freue mich auch, wenn ich dieses Teil habe auf so ein elegantes Statement-Piece, aber das trotzdem basic ist und wegen der schlichten Farbe eben zu allem sehr gut passt. Kommen wir nun zu meinen fertigen Kunstwerken und ich freue mich sehr, in dieser Rubrik euch meine 2 fertigen Designs vorstellen zu können. Ich hoffe, sie doch ganz bald veröffentlichen zu können. Das eine ist schon fertig, da ist das Teststricken auch schon fertig. Die Testerinnen haben ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Ich bedanke mich bei den Testerinnen an dieser Stelle. Und das andere wird gerade getestet. Die Anleitungen sind fertig, sie sind alle übersetzt auf Französisch, Deutsch und Englisch. Mir fehlen nur noch die tollen Fotos, die meine Freundin eben gemacht hat in ihrem Fotostudio zu Hause. Auf die Fotos freue ich mich sehr, sehr. Ich glaube, die werden richtig schön, diese Fotos. Tada! Es handelt sich um dieses Top. Und ich habe heute ein BH drunter an, weil so herum will ich das ohne BH tragen. Aber es ist reversibel und es ist ein Twinset. Passend zu meinem Flower Rain Cardigan habe ich jetzt das Flower Rain Top gemacht. Und ich freue mich sehr über dieses Top. Ich finde, es ist super schön geworden. Vorderteil und Rückenteil sind eben unterschiedlich. Vorderteil ist also sehr elegant, sehr schlicht. Würde ich auf jeden Fall so rum ins Büro tragen, wenn es eben super warm wird. Und dieser BH macht auf jeden Fall eine sehr schöne Dekolleté. Ich bin es nicht gewohnt, ich trage sonst keine BHs und es fühlt sich ein bisschen, man muss sich auf jeden Fall gerade halten. Und ich habe hier unten dasselbe Lace-Muster gemacht wie auf dem Flower Rain Cardigan. Ich habe die Elemente vom Flower Rain Cardigan wieder aufgenommen, damit es schön zusammenpasst, man die 2 Teile zusammen stricken kann. Und die Idee ist dann, wenn ich es so rumtrage, dann schaut eben hier vorne ein bisschen das Top so raus. Ich zeige euch das mal, wie das gedacht ist. So. Und dann ist man hier ein bisschen geschlossen unterwegs. Also natürlich trägt man immer was unter diesem Cardigan. Aber so finde ich, guckt das Top hier sehr schön oben raus. Und es passt sehr, sehr schön zusammen. Dieses Top wird in 2 Teilen gestrickt. Es hat also seitliche Nähte. Das heißt, man strickt erst Vorderteil oder erst Rückenteil, je nachdem, was man zuerst machen möchte, worauf man als erstes Lust hat. Von unten nach oben werden beide Teile gestrickt. Dann trennt man eben hier am Halsausschnitt, strickt die Träger, die man auch simultan stricken kann, also beide gleichzeitig. Ich mache das auf jeden Fall ganz gerne so, weil dann bin ich mir sicher, dass beide Träger identisch werden. Auf jeden Fall beim Designen, aber klar ist in der Anleitung genau beschrieben, wie man den rechten und wie man den linken Träger strickt. Also kann man die auch getrennt stricken. Und an den Kanten hier sind überall I-Cords, also sowohl an den Armausschnitten als auch hier am Halsausschnitt und an den Trägern entlang. Und man näht einfach ganz normal zusammen an den Seiten. An den Seiten habe ich hier auch etwas verschränkte Rippen gemacht, um dem Ganzen ein bisschen Form zu geben und weil ich einfach verschränkte Rippen ganz toll und sehr, sehr schön finde. Und jetzt ziehe ich das Teil einfach kurz um, drehe das kurz um, weil es ist eben reversibel. Deswegen habe ich jetzt gerade einen BH angezogen. So sieht es also umgedreht aus. Das Lace-Muster geht über das gesamte Teil. Hier ist der Halsausschnitt viel tiefer, es macht einen schönen V-Ausschnitt, deswegen der BH, weil man auch durch das Lace-Muster ein bisschen durchgucken kann. Und so habe ich einen sehr schönen Dekolleté, an den ich überhaupt nie gewöhnt bin, weil ich sonst die BHs trage. Aber ich finde BHs auch super unbequem, deswegen jetzt so zum Vorführen finde ich das gut. Und ja, so sieht also die andere Seite aus, je nachdem, worauf man Lust hat.
Oder ob man jetzt morgens ins Büro geht, dann würde man vielleicht eher die andere Seite vorne tragen und dann abends vielleicht irgendwo mit jemandem Abendessen geht, dann könnte man es einfach umdrehen und diese Seite dann zeigen und ja, je nachdem auch verschiedene Facetten von einem selbst durch seine Kleidung ausdrücken. Und das finde ich eben das Tolle am Stricken, daran, dass man seine Kleidung selber macht, ist, dass man sich selber ausdrückt durch seine Kleidung. Und dieses Teil wird gerade eben getestet. Die Anleitung ist schon fertig und ich freue mich sehr darauf, was die Testerinnen machen werden, was für schöne Tops sie realisieren werden. Und diese Anleitungen sind auch, das hier ist auf jeden Fall in 9 Größen verfügbar. Das andere ist in 5 Größen verfügbar, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist also size inclusive, passend für alle und es hat einen geraden Schnitt. Es gibt das Einzige, was dem Ganzen ein bisschen Form gibt, sind eben die Rippen an den Seiten. Deswegen ist es hier auch sehr bequem zu tragen. Also man hat hier schön Bewegungsspielraum und es ist Stretch. Natürlich kann man auch eine größere Größe stricken. Ich habe jetzt Größe 2 gestrickt. Ich könnte auch Größe 3 sehr gut tragen oder Größe 1 wäre dann eben sehr eng anliegend. Und noch Form mit Figur betonter. Je nachdem, was man lieber mag, kann man eben das oder das oder das stricken. Und ich freue mich sehr auf die Fotos. Folgt mir auf jeden Fall auf meinem Instagram, um die Fotos dann zu sehen, sobald ich sie habe. Und natürlich werde ich sie hier auch zeigen. So, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf den Sommer, auf das gute Wetter, um dieses Top zu tragen in Kombination mit meinem Flower Rain Cardigan, der eben auch auf Ravelry und auf meiner Webseite zu haben sind. Und ja, hier ist eben der Halsausschnitt auch mit einem I-Cord schön fertiggestellt, damit es hier eben ein schönes Finishing gibt. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Die Träger werden mit der 3-Nadel-Technik zusammen gestrickt. Also es ist wirklich ein simples Teil. Wenn man noch Anfänger ist, kann ich das empfehlen, weil das Lace-Muster einfach ist. Die Konstruktion ist einfach und man lernt einige Techniken. Also I-Cords, ein einfaches Lace-Muster, das sich wiederholt nach 4 Reihen. Also der Rapport sind nur 4 Reihen. Und verschränkte Maschen lernt man auch, verschränktes Rippenmuster, die auch super schön sind. Und man hat unterschiedliche Halsausschnitte, das finde ich auch cool. Man lernt Abnahmen machen. Also für Anfänger ist es auf jeden Fall ein super geeignetes Teil, ein schnelles Projekt, wo man viele neue kleine Sachen lernen kann. Und als nächstes Projekt kann ich dann empfehlen, das hier zu machen, weil das etwas langwieriger ist. Die Konstruktion davon ist auch super einfach. Es ist auch für Anfänger geeignet. Es hat hier auch keinen Schnitt an den Schultern. Es sind einfach gerade Schultern. Deswegen ist es für Anfänger auch super geeignet. Aber man braucht vielleicht ein bisschen längeren Atem, um den kompletten Rücken in diesem Lace-Muster zu stricken und auch die beiden Vorderteile im Lace-Muster zu stricken. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Kombo. Man könnte es auch zum Beispiel in unterschiedlichen Farben stricken. Warum nicht? Ja, zum Beispiel das Top in weiß und den Cardigan in knallbunt. Naja, ist jedem selber überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr diese Designs nachstrickt und ich sage euch Bescheid, sobald die Anleitungen veröffentlicht werden und es dauert hoffentlich nicht mehr lang. Kunstwerk Nummer 2. Ich freue mich sehr über das Maracuja-Top, das nun fertig ist. Die Testerinnen sind auch fertig und jetzt fehlen nur noch die Fotos, um die Anleitung zu veröffentlichen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz doll über dieses Design, das meine Fruity Knitting Summer Top Collection ergänzen wird. In dieser Collection sind bereits das Limon Top und das Cerise Top. Das Cerise Top ist auch ein Lieblingstop von euch und ich bin mir ganz sicher, dass das Maracuja Top auch ein Lieblingstop von euch werden wird, weil mein Lieblingstop ist es schon. Es ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei meinen Lieblingstops. Und die Konstruktion ist dieselbe wie beim Cerise Top und beim Limon Top. Ich habe auch dasselbe Garn verwendet, nämlich Shulana von Lilana. Das ist eine Mischung aus Merino und Leinen. Und ich finde das toll, dass man da die Vorzüge hat von der tierischen Faser, dem Merino und der Wolle, das dem Ganzen Struktur gibt und Halt, weil Wolle eben immer in seine ursprüngliche Form zurückspringt. Und auch das kühlende, erfrischende vom Leinen für den Sommer. Ich trage meine Tops also den ganzen Sommer und auch den ganzen Winter als Unterhemd und drunter als Extraschicht, weil ich mich immer wie eine Zwiebel anziehe. Und ich bin super glücklich über dieses Top. Man strickt es von oben nach unten. Erst flach von den Schultern ab den Trägern bis zu den Armausschnitten, genauso der Rücken.
Man nimmt also hier dann Maschen, schlägt dann eben Maschen an, hier um die Halsausschnitte vorne und hinten zu schließen, wenn man die Träger fertig hat. Und genauso schlägt man hier ein paar Maschen an für die Armausschnitte und strickt dann den Rest des Körpers in der Runde nach unten. Das heißt, die Länge ist auch anpassbar. Bei mir ist es so, dass mein Bauchnabel so ganz knapp rausguckt. Das muss aber nicht sein, wenn ihr euren Bauchnabel nicht gerne zeigt, dann könnt ihr das Top einfach länger stricken. Dann sieht man euren Bauchnabel nicht. Und ich trage eben auch oft meistens Hosen oder Röcke, die eben einen hohen Bund haben und deswegen sieht man dann auch nur ein bisschen meinen Bauchnabel. Aber wie gesagt, das muss nicht sein und ich finde dieses Top einfach super schön. Das Lace-Muster, das so kleine, fast Rauten, aber so rundliche Rauten und die erinnern mich eben an kleine Maracujas, also an kleine Passionsfrüchte. Deswegen habe ich das Top auch Maracuja getauft. Vorne und hinten ist es unterschiedlich. Nicht so wie bei meinen anderen Designs, wenn ich mich richtig erinnere. Aber trotzdem würde ich dieses Design jetzt nicht als reversibel bezeichnen. Anders als das hier. Das ist auf jeden Fall reversibel. Das hier habe ich eben noch nicht ausprobiert. Könnte man ausprobieren, das andersrum anzuziehen. Vielleicht probiere ich das später an. Ich habe das Top heute zum zweiten Mal an. Ich hatte das einmal zum Fotos machen an und einmal jetzt, um euch das zu zeigen. Hinten ist also anders als vorne. Hinten habe ich ein super schönes Lace-Muster, das über den ganzen Rücken geht. Das Lace-Muster ist einfach zu stricken. Das geht, glaube ich, über 6 Reihen oder 8 Reihen, der Rapport. Ich kann mich gerade nicht so ganz genau erinnern, aber man kann sich das auf jeden Fall easy merken. Ist also für Anfänger geeignet, obwohl die Konstruktion von diesem Top, ich bin mir nicht sicher, ob die für Anfänger geeignet ist, aber es gibt keine Nähte. Also wenn ihr keine Nähte mögt, dann hat dieses Top keine Nähte, aber provisorische Maschenanschläge, I-Cords, Lace-Muster und verschränkte Rippen. Vorne habe ich also hier in dem Bereich von eurer Oberweite, von den besten Freundinnen, das glatt rechts gestrickt, diesen Abschnitt, aber trotzdem das Lace-Muster hier beibehalten in der Mitte und das finde ich super elegant. Dieses Top ist auch so gedacht, dass man es ohne BH tragen kann. Ich habe auch schon von Testerinnen zurückgemeldet bekommen, dass sie das auch ohne BH tragen werden. Ich trage grundsätzlich kein BH, aber für Strickerinnen unter euch, die vielleicht eher unsicher sind, ob sie ein BH tragen oder nicht, probiert es aus bei diesem Top, denn es ist eben nicht durchsichtig, man ist hier gut bedeckt und es ist figurbetont, das heißt die Figur kommt schön zur Geltung, eure besten Freundinnen kommen schön zur Geltung und das Lace-Top ist hier vorne, das Lace-Design hier ist sehr elegant vorne und ich habe hier an den Seiten verschränkte Rippen gemacht, die hier so in 2 diagonalen Linien zusammenkommen, auf dieser Seite sowie auf dieser Seite und das gibt dem Ganzen noch so was Pfiffiges, denn dadurch ist es nochmal figurbetonter und bringt einfach alles hier so schön zusammen. Und ich finde auch den Übergang hier seitlich sehr schön zwischen dem Lace-Muster und den vorderen Mustern. Es ist also ein abwechslungsreiches Top zu stricken. Es hat verschiedene Elemente, verschiedene Muster. Es ist nicht langweilig und trotzdem schnell fertig, weil es eben ein Sommertop ist. Und ich bin super glücklich über dieses Top. Ich freue mich sehr, das jetzt zu tragen im Sommer und es zu zeigen. Und ich bin ganz glücklich über meine 2 Designs, die ich jetzt dieses Jahr gemacht habe. Ich hoffe, dass ich es schaffe, noch ein 3. Design zu machen, eher so für den Herbst-Winter, weil aktuell habe ich vor allem viele Sommerdesigns. Aber wie gesagt, ich trage meine Sommertops oder alle meine Tops auch im Winter, weil ich die einfach drunter als extra Schicht dann immer trage. Statt so olle Baumwollunterhemden zu tragen, habe ich eben schicke Sommertops darunter und kann dann auch wirklich sagen, fühlen und leben in meinen selbstgestrickten Sachen auf allen Ebenen, weil alle Schichten einfach selbst gestrickt sind. Bei mir mittlerweile ist mein Unterhemd selbst gestrickt, meine Bluse da drüber und mein Pullover und nochmal ein extra Pullover. Und das finde ich toll, so wollen wir das. Genau. Eine letzte Sache möchte ich euch zeigen, die mit Stricken zu tun hat. Und zwar habe ich mir so Spannmatten gekauft. Die wollte ich mir schon ganz lange kaufen, weil ich keine habe. Ich habe bis jetzt immer auf meinem Bett gespannt oder auf dem Sofa oder auf Handtüchern einfach auf dem Boden. Aber das war immer ziemlich umständlich und unpraktisch und ich habe mir ganz lange schon diese Spannmatten gewünscht. Habt ihr Spannmatten? Findet ihr das eine gute Investition? Weil ich mag eigentlich diese ganzen Accessoires und so viel Schnickschnack und so viel Zeug haben nicht. Aber die Spannmatten habe ich schon vermisst. So. Die sind jetzt nicht so groß, also ich habe das Gefühl, so ein Pullover mit langen Ärmeln, da werde ich die Ärmel zusammenfalten müssen, weil die Ärmel da nicht drauf passen. Aber der Körper wird da auf jeden Fall schon drauf passen. Ich fand die jetzt nicht so teuer. Ich habe auf diesem
Online-Riesen leider bestellt und ich glaube 17 € dafür gezahlt. Habt ihr Spannmatten? Verwendet ihr das? Ich bin jetzt froh, dass ich das habe, weil ich hatte schon das Gefühl, dass ich die brauche. Ich weiß jetzt noch nicht, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube schon, dass es eine gute Investition sein wird. Habt ihr Spannmatten? Findet ihr, dass es eine gute Investition? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr vielleicht andere, die größer sind? Insgesamt wird es so 55 x 55 cm, wenn man alle 4 zusammen hat, was vielleicht ein bisschen knapp ist. Also größer gab es nicht. Oder habt ihr was Größeres gefunden? Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr solche Spannmatten habt oder ob ich sie zurückschicken soll. Ja, genau. Schreibt es in die Kommentare. Und zum Schluss wollte ich euch eben erzählen, was es mit diesem Purple Belt lila Gurt auf sich hat. Ich bin ganz, ganz glücklich. Ich habe den gestern bekommen. Das wollte ich euch gleich noch erzählen. Deswegen war ich aufgeregt und konnte nicht schlafen und bin immer noch super aufgeregt und super glücklich. So ein Purple Belt, also lila Gurt, bekommt man nur einmal in seinem Leben. Genauso wie man seinen Blaugurt. Sein Braun kommt nach diesem Purple Belt und dann Schwarzgurt nur einmal im Leben bekommt. Und mit diesem Purple Belt kann ich jetzt offiziell sagen, ich bin auf jeden Fall ziemlich gut dabei und fortgeschritten beim Brazilian Jiu-Jitsu, weil ich mache brasilianisches Jiu-Jitsu. Das ist eine Kampfsportart, die ich seit circa 5 Jahren mache. Und ich bin super glücklich, dass ich gestern graduiert wurde. Es kam sehr überraschend. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Mein Trainer hat einfach alle versammelt und es war auch cool, dass es gestern Abend war, weil gestern waren ganz viele Freunde von mir da im Training und dann hat er einfach alle versammelt und den dann aus seinem Kimono rausgezückt und noch 2, 3 Worte gesagt. Ich habe das Video hier auch hochgeladen, wo ich den eben verliehen bekommen habe. Ja, es ist eine schöne Anerkennung, auch eine tolle Motivation, dran zu bleiben, weiterzumachen und weiterhin 5-mal die Woche ins Training zu gehen und zu schwitzen mit meinen Freunden und Trainingspartnern, zu schwitzen, neue Techniken zu lernen. Und es ist ein super smarter Kampfsport. Es gibt keine Schläge, es gibt keine Tritte. Es ist aber trotzdem schon sehr verausgabend und sehr intensiv. Es ist mehr ein Fokus auf Technik und man sagt auch dazu, das Schach vom Kampfsport. Genau, und das wollte ich mit euch teilen, weil mich das so glücklich gemacht hat, dass ich eben promoted wurde zum lila Gurt. Also man hat erst Weißgurt, wenn man anfängt, dann bekommt man den Blaugurt, den ich 2,5 Jahre hatte. Und jetzt habe ich den lila Gurt bekommen. Danach kommt der braune und zum Schluss dann der schwarze. Wenn man 50 Jahre, also wirklich 50 Jahre dabei ist, kriegt man dann auch irgendwann den roten, aber der zählt jetzt erstmal nicht. Also bis schwarz ist auf jeden Fall so die typische Karriere, sage ich jetzt mal, von einer Kampfsportlerin oder einem Kampfsportler. Und was ich dann halt noch sagen möchte, ist, dass es auf jeden Fall ein männerdominierter Sport ist. Es gibt viel mehr Männer, die diesen Sport praktizieren als Frauen. Deswegen ist es für mich nochmal ganz besonders, dass ich als Frau diesen Gurt verliehen bekommen habe und dabei bin bei diesem Sport und auch weitermachen werde, solange wie ich daran Spaß habe, solange wie ich kann. Und es ist auch ein Sport, den man im höheren Alter anfangen kann. Also wir haben bei uns nicht nur junge Leute, sondern auch über Ü50. Ja, es war auf jeden Fall ein super schöner Moment, kam sehr unerwartet. Also ich habe das Video auch hochgeladen und ich bin da total sprachlos und habe deswegen keine Dankesworte oder irgendwas gesagt, sondern mich nur so kurz verbeugt und alle einmal umarmt. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, ein einmaliger Moment im Leben. Das heißt, jeden Gurt bekommt man eben nur einmal, deswegen ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich werde noch ein bisschen brauchen, um mich daran zu gewöhnen, den zu tragen auf meinem Kimono, aber ich bin super glücklich, dass ich jetzt soweit bin. Und ich habe es nicht erwartet. Ich habe gedacht, es dauert noch so ein halbes Jahr, bis ich den bekomme. Das wollte ich mit euch teilen. Und mein Message dahinter ist auch, macht, worauf ihr Lust habt. Ich praktiziere diesen Sport, weil ich super Spaß dran habe. Klar, es ist auch ein Sport, der mir bei der Selbstverteidigung irgendwie helfen kann, aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Sport praktiziere. Also Frauen machen Kampfsport, weil sie Spaß dran haben, weil sie Athletinnen sind und ich bin auch offiziell, hat mein Trainer gesagt, eine BJJ-Athletin und ja, ich mache diesen Sport, weil ich diesen Sport toll finde und auch Wettkämpfe manchmal mache und einfach eine Sportlerin bin. Und in diesem männerdominierten Sport ist es nochmal was Besonderes, so weit gekommen zu sein als Frau und damit möchte ich euch ermutigen, egal was ihr macht, egal ob ihr jetzt Frau, Mann oder wie auch immer ihr euch fühlt oder was ihr mitbringt im Leben, es muss auch nicht mit eurem Geschlecht oder Gender zusammenhängen, egal wie ihr euch fühlt, macht einfach das, worauf ihr Lust habt, egal was andere darüber denken. Stricken ist zum Beispiel eher frauendominiert, aber das war nicht immer so und zum Glück haben wir jetzt auch mehr Männer, die auch stricken und früher war Stricken auch tatsächlich was Männliches, Männer haben gestrickt
Mittlerweile ist es, aber da müsste ich vielleicht mal ein Video über die Geschichte des Strickens machen, das 100 Stunden lang sein könnte, aber auf jeden Fall möchte ich damit sagen, macht, worauf ihr Lust habt, egal was andere darüber denken, egal was die sozialen Konventionen, Normen sind oder ob das jetzt eine Aktivität ist, die mehr Männer oder mehr Frauen machen, das ist total egal, wenn es dir Spaß macht, wenn es dir gefällt, wenn du glücklich damit bist, dann macht es. Und deswegen ist dieser Belt, das ist nochmal was Besonderes, weil ich eben eine Frau bin, die diesen Sport praktiziert, aber auch, weil ich einfach das mache, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht, egal was andere jetzt meinen oder nicht meinen. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu machen und euch selbst auszudrücken dadurch und auch in eurem Stricken das zu machen. Und ja, jetzt wisst ihr also ein bisschen mehr über mich, über Jiu-Jitsu, über diesen Kampfsport. Was für mich wichtig ist, außer Stricken, mache ich noch andere Sachen. Ich verabschiede mich also mit diesem wunderschönen lila Gurt, den ich jetzt die nächsten paar Jahre ganz glücklich tragen werde und auch weiter stricken werde. Passt auf jeden Fall auf meinem Instagram auf und auf die Beiträge, die ich auf YouTube mache. Wenn mein Top veröffentlicht wird, meine beiden Tops veröffentlicht werden und ich werde das auf jeden Fall in der nächsten Folge dann nochmal erwähnen. Ich lade dich ein, Folge 33 zu schauen über meine ewigen UFOs, die jetzt neben mir auf dem Bildschirm erscheinen. Viel Spaß! Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao!